Ja, Herr Leute, Wolfgang hier, willkommen zu diesem Video. Das ist ein bisschen ein anderes Video. Es ist kein Tutorial-Video, ich erkläre euch nichts, sondern es ist mehr so ein Rückblick. Ich war vor kurzem, genauer gesagt vom 3. bis 5. November auf dem Typo 3 Camp Rhein-Ruhr in Kamp Lindfort. Das ist im Ruhrgebiet. Und dieses Video soll so ein kleiner Rückblick sein, so ein Recap. Normalerweise sieht man sowas eher in Textform. Viele, die Teilnehmer an solchen Camps, schreiben dann hinterher einen Blogartikel. Das habe ich bisher auch oft so gemacht. Aber ich dachte mir, ich habe keinen Bock, jetzt was zu schreiben. Und Videos sind eigentlich mein Medium. Warum nicht mal ein Recap in Videoform? Ja, und wie ich das Ganze erlebt habe und was ich dort erlebt habe, dazu gleich mehr nach dem Intro. Ja, wie gesagt, das Camp fand vom 3. bis 5. November statt. Ich war schon einen Tag vorher war ich schon dort, da ich am Freitagvormittag einen Workshop für Schüler und Studenten gehalten habe, der nicht so gut besucht war, wie wir es uns erhofft hatten, aber wir lernen draus und werden das nächstes Jahr, wenn wir das nochmal anbieten, ein bisschen anders aufziehen. Aber gehen wir mal direkt zu dem Camp und ich nehme euch gerade mal mit auf die Webseite, da könnt ihr auch nochmal alle Informationen finden, typo3camp-rhein-ruhr.de. Und ja, ich würde jetzt mal ein bisschen auf die Sessions eingehen, in denen ich dabei war. Und da findet ihr hier diesen Sessionplan. Der ist immer noch online. Das sind die ganzen Sessions, die gehalten worden sind. Und hier fängt es mit Sonntag an. Gehen wir mal runter. Samstag war natürlich der erste offizielle Tag des Camps. Freitagabend war schon die Warm-Up-Party. Auch immer sehr cool. Hat Spaß gemacht, die Leute mal wieder zu treffen. Ja, und gehen wir mal durch, wo ich mit dabei war. Die erste Session hier, gut, die habe ich selber gehalten. Da ging es um das Thema Workspaces. Ich habe einfach mal gezeigt, was Workspaces in Typo 3 sind und ja, 2, 3 Anwendungsfälle gezeigt. Nichts Besonderes, aber viele nutzen das scheinbar immer noch nicht. Dann nach der Mittagspause, wo war ich denn da drin? Muss ich gerade mal gucken. Ah, stimmt, da war ich in gar keiner Session, weil von 14 bis 16 Uhr fand auch die Zertifizierung statt. Das heißt, die Teilnehmer, die sich vorher angemeldet hatten, konnten sich zum Certified Developer, Integrator, Editor oder Consultant zertifizieren lassen, ist also eine Prüfung, die da abgelegt wurde. Und zusammen mit dem Tom Nowotny, der das Ganze geleitet hat, der auch im Typo 3 Education Committee ist, haben wir das Ganze durchgeführt, beziehungsweise er hat durchgeführt. Ich habe zugeschaut, ich war das erste Mal bei so einer Zertifizierung mit dabei. Ich wollte einfach mal gucken, wie das funktioniert, was muss ich da machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich dann in Zukunft vielleicht auch auf anderen Camps da auch mithelfen werde oder diese Zertifizierung dann abnehmen werde. Ich bin ja auch seit einer Weile Mitglied im Education Committee. Gut, für mich ging es dann also tatsächlich erst um 16 Uhr weiter und da war ich dann, jetzt muss ich mal gucken, in dieser Session hier, Vertrauen, Emotionen, nutzenzentrierte Kommunikation vom Daniel Waschlewski, fand ich sehr interessant. Wichtigkeit von Success Stories im digitalen Vertrieb. Ja, es geht einfach darum, wie kommuniziert man mit potenziellen Kunden, wie kann man Vertrauen aufbauen durch Testimonials, durch Fallstudien zum Beispiel. War sehr interessant. Ich habe jetzt nicht unbedingt viel Neues da mitgenommen, aber das muss man ja auch gar nicht in solchen Sessions. Manchmal ist auch der Blickwinkel von anderen auf etwas, was man schon kennt, sehr interessant und doch, das war eine Session, die mir gefallen hat. Ja, dann war ich schon wieder dran. Ich habe eine Einsteiger-Session zu ChatGPT durchgeführt, so einen kleinen Crashkurs, also ja, alles auf 45 Minuten runtergedampft, was ich normalerweise in 1 bis 1,5 Stunden erzähle. Am 13.11. wird es dazu von mir aber noch ein Webinar geben, wo ich da sehr viel ausführlicher drauf eingehe. Das werde ich dir in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe, ich denke dann auch wirklich dran. Gut, also der erste Tag war jetzt nicht wirklich, habe ich jetzt nicht wirklich viel für mich mitgenommen. Da war ich tatsächlich nur in einer Session als Teilnehmer mit dabei. Trotzdem war es sehr cool. Die anderen Sessions, ich hätte mir gern einige angeschaut, aber es hat halt zeitlich nicht geklappt. Ich wäre auch gern hier zum Beispiel in Miley Search mit drin gewesen. Das hätte mich interessiert. Oder was war noch hier? Ich glaube, die Association Insights hätten mich auch interessiert. Ja, aber gut, man kann halt nicht alles mitnehmen. Dann gab es noch das Social Event am Abend. Da waren wir im ABC-Keller, eine recht interessante Location, Kneipe, Wirtschaft, wie man es auch nennen will. Ja, und den Abend ausklingen lassen haben wir dann im Hotel an der Hotelbar. Sonntag ging es dann weiter. Jetzt gucken wir mal, was da war. Als erstes natürlich wieder die Sessionplanung.
Und dann war ich in der Session von der Caroline Steinfahrt, Bildrichteverwaltung mit Typo 3 in der Extension Picture Credits. Die Extension habe ich mir tatsächlich vor kurzem auf Twitch angeschaut. Eventuell findest du auf meinem Zweitkanal die Aufzeichnung dazu schon. Die müsste eigentlich schon online sein, denke ich, oder kommt vielleicht auch die Tage dann. Eine Extension, die ja dafür sorgt, dass zum Beispiel solche Copyright-Hinweise und solche Geschichten einfach in den Metadaten der Extensions gespeichert, aber auch vor allem ausgegeben werden können. Speichern kann Typo 3 das ja eigentlich von Haus aus, aber die Ausgabe ist so eine Sache. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man da einen Anwendungsfall hat. Dann das nächste Thema, das war bei Community Teams mitmachen, die Session vom Oliver Klee. Er hatte einfach ein paar existierende Teams vorgestellt. Was machen die? Wer ist da mit drin? Wie kommt man da rein? Um was geht's da überhaupt? Es waren noch einige Teilnehmer der Session bereits in solchen Teams Mitglied. Ja, unter anderem ich ja auch. Und wir konnten uns auch so ein bisschen, ja, und wir konnten auch ein paar Sachen ergänzend einwerfen. Und es haben doch einige auch Fragen gehabt zu diesen Teams, also die Interesse daran hatten, mitzumachen. Wäre sehr gut gemacht, danke dafür. Nach der Mittagspause, wo war ich denn dann drin? Das war hier der Crashkurs TCCE. Da stimmt hier der Name nicht, das war nicht der Boris Hinzer, der diese Session gemacht hat, sondern der Jan-Philipp Halle. Grüße gehen auch hier raus. Er hat da am Beispiel der Vorbereitung zum Certified Editor einfach ein paar Tipps gegeben, wie man sich auf so eine Prüfung vorbereiten kann, wie das abläuft und so weiter. Ja, wir haben uns da ein bisschen ausgetauscht mit den Teilnehmern. War doch für manche sehr interessant, die jetzt Richtung Certified Editor gehen wollen. Ja, und dann kam auch schon die letzte Session wieder, da habe ich wieder einen Slot gehabt, hier Backend-Benutzergruppen sauber konfigurieren. Ich habe einfach meine Methode gezeigt, wie ich in der Regel Backend-Benutzer und Backend-Benutzergruppen in Typo 3 konfiguriere. Ist natürlich wie immer nicht die einzige und sicher nicht die in jedem Fall beste Methode, aber eine, die für mich sehr gut funktioniert hat. Ja, und dann war auch das Camp schon wieder rum im Prinzip. Ich fand es sehr gut. Wenn du mehr zu den einzelnen Sessions wissen willst, dann guckst du mal hier auf notes-typo3.org/t3crr23. Verlinke ich natürlich auch. Muss mal ein bisschen hochscrollen hier. Da haben viele zu ihren Sessions Notizen hinterlassen hier. Zum Beispiel auch Links dann zu weiterführenden Informationen, zu irgendwelchen Slides, vielleicht zu Präsentationen, die gezeigt worden sind während den Sessions. Also da einfach mal reinschauen. Da findest du noch sehr viel Informationen zu diesen Sessions hier. Verlinke ich dir auch beim Video. Ja, das mein kleiner Rückblick. Ich fand, es war eine sehr coole Veranstaltung, eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich konnte auch dieses Jahr die Veranstaltung wieder als Sponsor unterstützen. Mache ich sehr gerne sowas und ich denke, da werde ich auch nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Kann ich jetzt also schon zu 95% zusagen, würde ich sagen. Ja, und möchte mich auch nochmal auf diesem Wege bei allen bedanken, die das Camp möglich gemacht haben, beim Orga-Team und natürlich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, weil erst durch euch wird so ein Camp ja lebendig. Ja, die Inhalte, die Sessions kommen von den Teilnehmern, von den Teilnehmerinnen und dadurch wird so ein Camp erst möglich. Und natürlich auch ein Dank an alle Sponsoren, also die anderen Sponsoren. Auch ohne die Sponsoren wären solche Veranstaltungen einfach nicht machbar, weil das sind natürlich schon ein Haufen Kosten, die da im Hintergrund auflaufen, ob das jetzt die Raummiete ist, das Catering und weiß der Geier, was noch alles dazu kommt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht gerade wenig ist. Ja, das war's. Gib mir gern auch Feedback. Warst du beim Camp dabei? Wie hast du das gefunden? Sieht man dich vielleicht mal in Zukunft auf den Camps? Also mein nächstes Camp ist zum Beispiel jetzt schon fest eingeplant. Das ist im März das Typo 3 Camp Mitteldeutschland in Dresden. Da warte ich eigentlich nur noch darauf, dass der Ticketverkauf startet und ich Informationen bekomme, wie ich das Camp als Sponsor unterstützen kann, weil da werde ich nämlich auch mit dabei sein. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann dort. Schreib das gerne mal in die Kommentare, ob du auch mit dabei bist. Und dann sehen wir uns vielleicht dort oder hier auf YouTube. Mach's gut, bis dann.